Lektion 1: Künstlerische Therapie. Das klingt wunderbar. Hast du in letzter Zeit Malkurse besucht? Ja, das habe ich. Ich finde, dass Malen unglaublich therapeutisch ist. Das kann ich mir vorstellen. Es ist eine tolle Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und Stress abzubauen. Hilf. Jeder Pinselstrich fühlt sich an wie eine Entspannung. Ich wollte schon immer mal malen, es ist so entspannend. Probieren Sie es unbedingt aus. Es ist befreiend, etwas von Grund auf neu zu erschaffen. Ich würde gern einmal an einem Ihrer Kurse teilnehmen. Das wäre fantastisch. Wir könnten uns gegenseitig inspirieren, unsere Kreativität zu entdecken. Ich bin begeistert von der Idee, gemeinsam in die Kunst einzutauchen. Lektion 2: Ablenkungen bewältigen. Unterbrechungen und Ablenkungen während der Arbeit können eine große Herausforderung darstellen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich versuche, meine Social-Media-Nutzung einzuschränken, um konzentriert zu bleiben. Das ist eine clevere Strategie. Soziale Medien können Sie leicht von Ihren Aufgaben abhalten. Ja, ich finde, es hilft, bestimmte Zeitblöcke für die Überprüfung von Benachrichtigungen festzulegen. Das sollte ich mal ausprobieren. Ein Plan kann die Produktivität deutlich steigern. Auf jeden Fall. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Lassen Sie uns Tipps geben, wie Sie Ablenkungen effektiv minimieren können. Tolle Idee. Gemeinsam können wir ein produktiveres Umfeld schaffen. Ich freue mich darauf, diese Strategien umzusetzen. Lektion 3: Die nächste Reise planen. Haben Sie Tipps zur Vorbereitung unserer nächsten Reise? Auf jeden Fall. Zuerst muss der Standort festgelegt werden. Das macht Sinn. Die Wahl des Reiseziels legt den Grundstein für alles Weitere. Ja, und sobald wir das herausgefunden haben, können wir Aktivitäten planen. Ich liebe es, dass jeder Ort seine eigenen, einzigartigen Abenteuer zu bieten hat. Besuch. Es ist spannend, neue Kulturen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Berücksichtigen wir auch die beste Reisezeit je nach Wetter und Veranstaltungen. Durchgedacht. Das kann unser Gesamterlebnis wirklich verbessern. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam zu planen. Lektion 4: Für Veränderungen eintreten. Wir müssen die Behörden dazu drängen, hinsichtlich der aktuellen Probleme die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ja, hoffen wir auf positive Veränderungen. Das ist für die Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall, Engagement kann zu erheblichen Verbesserungen in unserem Leben führen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die zusammenkommen, eine starke Wirkung erzielen können. Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinschaften für eine gemeinsame Sache zusammenschließen. Bleiben wir über kommende Initiativen, die wir unterstützen können, auf dem Laufenden. Tolle Idee. Durch die Teilnahme an lokalen Aktionen können wir unserer Stimme mehr Gehör verschaffen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Veränderungen voranzutreiben, die wir sehen wollen. Ich freue mich darauf, Teil dieser positiven Bewegung zu sein. Lektion 5: Herausforderungen meistern. Bevor Sie bestimmte Orte betreten, ist es wichtig, die Regeln zu verstehen.
Interessant. Gab es auf Ihren Reisen diesbezüglich irgendwelche Herausforderungen? Ja, in manchen Gegenden waren mir bestimmte Bräuche, die wichtig waren, nicht bewusst. Das kann knifflig sein. Für einen reibungslosen Ablauf ist es wichtig, die lokale Etikette zu kennen. Absolut. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass manches Verhalten als respektlos angesehen werden kann. Das kann ich mir vorstellen. Es ist immer besser, sich vorher zu informieren. Ja, es hilft uns, Missverständnisse zu vermeiden und unsere Erfahrungen zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir uns gut auf unser nächstes Abenteuer vorbereiten. Ich bin voll dafür. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Lektion 6: Speiseerlebnis. Hallo, haben Sie schon einmal in diesem Hotelrestaurant gegessen? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Haben Sie gute Bewertungen? Ja, ich habe großartige Dinge über Ihre Speisekarte und Ihren Service gehört. Das ist ermutigend. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren. Ich glaube, Sie werden Ihre Spezialitäten lieben. Die Aromen sollen unglaublich sein. Klingt perfekt. Ich bin immer für ein kulinarisches Abenteuer zu haben. Werfen wir einen Blick auf die Speisekarte und schauen, was uns ins Auge fällt. Ja, ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche köstlichen Optionen Sie anbieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam ein tolles Essen zu genießen. Lektion 7: Schritte unternehmen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Sie werden es schaffen. Ich fürchte allerdings, dass ich nicht mit einem Schritt halten kann. Es ist völlig normal, sich überfordert zu fühlen, aber es hilft, dem nachzugeben. Das macht Sinn. Sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, kann den Druck verringern. Genau. Fortschritte werden Schritt für Schritt erzielt und das ist völlig in Ordnung. Ja, ich muss mich nur daran erinnern, während des Prozesses Geduld zu haben. Du machst das großartig. Denk daran, es ist eine Reise, kein Rennen. Vielen Dank. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Sie hilft mir wirklich. Lassen Sie uns einander auf dieser Reise weiterhin unterstützen. Lektion 8: Upcycling-Ideen. Es gibt so viele Dinge, die man upcyclen und umfunktionieren kann. Das ist großartig. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche kreativen Ideen wir gemeinsam entwickeln. Ja, es ist erstaunlich, wie alten Gegenständen mit ein wenig Fantasie neues Leben eingehaucht werden kann. Ich liebe die Idee, etwas Unerwünschtes in etwas Schönes zu verwandeln. Absolut. Es ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ein tolles Projekt. Lassen Sie uns über einige Projekte brainstormen, die wir dieses Wochenende in Angriff nehmen können. Das klingt spannend. Wir werden bestimmt einige einzigartige Ideen haben. Ja, ich freue mich darauf, kreativ zu werden und zu basteln. Gemeinsam können wir etwas wirklich Besonderes schaffen. Lektion 9: Vorbuchen. Es wird empfohlen, mindestens 24 Stunden im Voraus zu buchen, um Ihren Platz zu sichern. Das ist ein guter Tipp. Ich weiß es immer zu schätzen, wenn ich weiß, wann ich im Voraus planen muss. Ja, es hilft, Last-Minute-Stress zu vermeiden und stellt sicher, dass wir nichts verpassen. Ich stimme zu. Vorausplanung kann unser Reiseerlebnis wirklich verbessern. Außerdem erhalten wir dadurch oft bessere Optionen und Preise.
Ja, ich finde es gut zu wissen, dass vor der Abreise alles geklärt ist. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass wir keine Buchungen vergessen. Folge dir. So bleiben wir organisiert und vorbereitet. Ich freue mich auf unsere bevorstehende Reise. Lektion ziehen, Mark und Stiel. Mir ist aufgefallen, dass du heute Make-up trägst und nicht deine übliche Jogginghose. Du siehst toll aus. Date. Ich habe beschlossen, mir heute etwas Mühe mit meinem Aussehen zu geben, auch wenn es nur für Besorgung ist. Das sieht man wirklich. Du schaffst es immer, den einfachsten Outfits einen stylischen Look zu verleihen. Das weiß ich zu schätzen. Ich glaube, ein bisschen Mark kann mein Selbstvertrauen stärken. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sehr sich unser Befinden dadurch verändern kann. Ja, ich habe Dideriksons Karriere und ihre kontroversen Ansichten zu Schönheitsstandards verfolgt. Das ist interessant. Es ist wichtig zu diskutieren, wie gesellschaftliche Erwartungen uns beeinflussen. Auf jeden Fall. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Selbstdarstellung und Komfort zu finden. Ich bewundere Ihre Perspektive. Es geht nur darum, was Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Lektion 11, Gammelspannung. Ich möchte das neue Rennspiel und das Abenteuerspiel unbedingt ausprobieren. Das klingt spannend. Ich habe großartige Dinge über beide Spiele gehört. Ja, die Grafik sieht atemberaubend aus und ich liebe das immersive Gameplay. Ich stimme zu. Rennspiele sind immer spannend, besonders wenn man sich mit Freunden messen kann. Und Abenteuerspiele haben oft solch tiefgründige Geschichten und wunderschöne Umgebungen. Ja, es ist, als würde man eine völlig neue Welt betreten. Lass uns bald einen Spieleabend planen, um sie gemeinsam auszuprobieren. Das ist eine fantastische Idee. Ich bin schon gespannt, wer das Rennspiel gewinnt. Das wird ein Riesenspaß. Lasst uns auch ein paar Snacks mitnehmen. Lektion 12, Unterbrechungen bewältigen. Unterbrechungen und Ablenkungen während der Arbeit können die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Das verstehe ich vollkommen. Ich versuche, die Nutzung sozialer Medien einzuschränken, um konzentriert zu bleiben. Das ist eine clevere Strategie. Soziale Medien können ein echter Zeitfresser sein. Ja, es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen, in der Ablenkungen minimiert werden. Ich finde, dass es sehr hilfreich ist, bestimmte Stunden für die Überprüfung von Benachrichtigungen festzulegen. Absolut. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich meine Zeit bewusst einteile. Lassen Sie uns weitere Tipps geben, wie Sie in einer Welt voller Ablenkungen konzentriert bleiben. Folge dir. Gemeinsam finden wir effektive Strategien, um unsere Produktivität zu steigern. Ich freue mich darauf, gemeinsam unsere Arbeitsgewohnheiten zu verbessern. Lektion 13. Reiseplanung. Haben Sie Tipps zur Vorbereitung unserer nächsten Reise? Auf jeden Fall. Der erste Schritt besteht darin, den Ort zu bestimmen, den wir besuchen möchten. Das klingt nach einem tollen Ausgangspunkt. Die Wahl des Reiseziels gibt den Ton für alles Weitere an. Ja, sobald wir das geklärt haben, können wir mit der Planung von Aktivitäten und Unterkünften beginnen. Ich liebe es, dass jeder Ort seine eigenen, einzigartigen Erlebnisse und Abenteuer bietet. Pesselhof.
Das ist spannend, neue Kulturen zu entdecken und neue Leute kennenzulernen. Berücksichtigen wir auch die beste Reisezeit je nach Wetterlage und örtlichen Veranstaltungen. Gut gedacht. Das kann unser Gesamterlebnis wirklich verbessern. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam zu planen. Lektion 14. Für Veränderungen eintreten. Wir müssen die Behörden dazu drängen, hinsichtlich der aktuellen Probleme die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ja, hoffen wir auf positive Veränderungen. Das ist für die Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall, Engagement kann zu erheblichen Verbesserungen in unserem Leben führen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen eine starke Wirkung erzielen können, wenn sie zusammenkommen. Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinschaften für eine gemeinsame Sache zusammenschließen. Bleiben wir über kommende Initiativen, die wir unterstützen können, auf dem Laufenden. Das ist eine tolle Idee. Durch die Teilnahme an lokalen Aktionen können wir unserer Stimme mehr Gehör verschaffen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Veränderungen voranzutreiben, die wir sehen wollen. Ich freue mich darauf, Teil dieser positiven Bewegung zu sein. Lektion 15. Vorbereitung auf Besuche. Bevor Sie bestimmte Orte betreten, ist es wichtig, die Regeln zu verstehen. Interessant. Gab es auf Ihren Reisen diesbezüglich irgendwelche Herausforderungen? Ja, in manchen Gegenden waren mir bestimmte Bräuche, die wichtig waren, nicht bewusst. Das kann knifflig sein. Für einen reibungslosen Ablauf ist es wichtig, die lokale Etikette zu kennen. Absolut. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass manches Verhalten als respektlos angesehen werden kann. Das kann ich mir vorstellen. Es ist immer besser, sich vorher zu informieren. Ja, es hilft uns, Missverständnisse zu vermeiden und unsere Erfahrungen zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir uns gut auf unser nächstes Abenteuer vorbereiten. Ich bin voll dafür. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Lektion 16. Athleten unterstützen. Die Reaktion auf die wahrgenommene Notwendigkeit, Athleten beim Training und bei Wettkämpfen im internationalen Sport zu unterstützen, war im Laufe der Jahre recht groß. Ja, es ist wichtig, den Sportlern die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um auf der Weltbühne erfolgreich zu sein, darunter Trainingsmöglichkeiten und Coaching. Absolut. Diese Unterstützung steigert nicht nur ihre Leistung, sondern trägt auch zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden und ihrer individuellen Entwicklung bei. Ich bin davon überzeugt, dass Investitionen in Sportprogramme das Gemeinschaftsgefühl und den Stolz fördern können, insbesondere wenn lokale Athleten international antreten. Genau. Wenn Gemeinschaften ihre Athleten unterstützen, entsteht eine inspirierende Atmosphäre, die alle Beteiligten motiviert. Ja, und es ermutigt junge Menschen, Sport zu treiben, da sie wissen, dass ihnen die Unterstützung und die Ressourcen ihrer Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Ich denke, es ist wichtig, die Hingabe anzuerkennen, die diese Athleten in ihr Training stecken und für die sie oft andere Aspekte ihres Lebens opfern. Auf jeden Fall. Ihr Engagement und ihre Ausdauer verdienen Anerkennung und Bewunderung, denn sie verkörpern Sportsgeist. Ich bin gespannt, wie kontinuierliche Unterstützung und Investitionen in den Sport in Zukunft zu noch größeren Erfolgen führen können. Lektion 17. Zutaten einkaufen. Während wir auf dem Markt sind, werde ich unbedingt Gurken für den Salat und einige dieser Gewürze wie Knoblauch, Petersilie, Ingwer und Frühlingszwiebeln mitnehmen. Das klingt nach einer köstlichen Kombination.
Frische Zutaten können ein Gericht wirklich aufwerten und ihm viel Geschmack verleihen. Genau. Ich bin überzeugt, dass frisches Gemüse und Kräuter einem einfachen Salat einen köstlichen und sättigenden Geschmack verleihen. Ja, und diese Gewürze verleihen der Küche ein wunderbares Aroma und verbessern den Gesamtgeschmack des Essens. Dem kann ich nur zustimmen. Kochen mit frischen Zutaten ist nicht nur lecker, sondern auch eine gesündere Wahl für unsere Mahlzeiten. Tiluf. Ich liebe es, wie lebendig und farbenfroh ein Salat mit all dem frischen Gemüse und den Kräutern sein kann. Ich denke, wir sollten auch darüber nachdenken, dem Salat etwas Eiweiß hinzuzufügen, um ihn sättigender zu machen. Vielleicht würden gegrilltes Hähnchen oder Kichererbsen gut passen. Das ist eine tolle Idee. Die Zugabe von Protein erhöht den Nährwert deutlich und macht es zu einer vollwertigen Mahlzeit. Ich freue mich schon darauf, diesen Salat gemeinsam zuzubereiten. Es klingt, als wäre es ein köstliches Gericht zum Teilen. Lektion 18. Fitnessziele. Es ist großartig, eine Routine zu finden, die es einfacher macht, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Beständigkeit ist definitiv der Schlüssel. Auf jeden Fall. Hast du Tipps, wie ich mehr Abwechslung in mein Training bringen kann? Ja, ich empfehle, verschiedene Arten von Übungen auszuprobieren, wie etwa Krafttraining, Cardio und Flexibilitätstraining, um die Sache interessant zu halten. Das klingt nach einem cleveren Ansatz. Durch die Abwechslung in meinem Tagesablauf kann ich Langeweile vermeiden und verschiedene Muskelgruppen effektiv trainieren. Genau. Du könntest auch Gruppenkurse besuchen oder neue Sportarten ausprobieren. Das kann das Training noch angenehmer machen. Ich finde diese Idee super. Der soziale Aspekt motiviert mich wirklich, dran zu bleiben und mich weiterzuentwickeln. Ja, außerdem macht es immer Spaß, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich auf unterschiedliche Weise herauszufordern. Ich freue mich darauf, diese Optionen zu erkunden und herauszufinden, was für mich am besten funktioniert, um meine Fitnessziele zu erreichen. Ich bin gespannt auf deine Fortschritte. Lass uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Erfahrungen austauschen. Lektion 19. Wetterbeobachtungen. Bewölkte Tage können manchmal eine trübe Stimmung mit sich bringen. Wenn es keine sonnigen Tage gibt, fühlen sich die Menschen oft sehr deprimiert. Ja, es ist interessant, wie sich das Wetter auf unsere Emotionen und unsere allgemeine geistige Gesundheit auswirken kann. Schwere Luft kann dazu führen, dass sich alles schwerer anfühlt. Genau. Ich finde es wichtig, an diesen tristen Tagen Wege zu finden, unsere Stimmung aufzuhellen, zum Beispiel durch Aktivitäten, die wir drinnen genießen. Hilf. Hobbys oder Zeit mit den Liebsten können helfen, die Auswirkungen des trüben Wetters zu lindern. Ich glaube, dass es unsere Stimmung verbessern kann, wenn wir selbst an bewölkten Tagen an die frische Luft gehen. Ja, die Natur erdieht uns und manchmal kann schon ein kurzer Spaziergang erfrischend sein. Ich denke, dass ein gemütlicher Raum mit warmer Beleuchtung auch einen großen Unterschied bei der Schaffung einer positiven Atmosphäre in Innenräumen machen kann. Auf jeden Fall. Ein wenig Kreativität in unserer Umgebung kann helfen, die Auswirkungen des Jahreszeitenwechsels auf unsere Emotionen zu bekämpfen. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie das Wetter uns beeinflusst und proaktiv Schritte zu unternehmen, um positiv zu bleiben. Lektion 20. Festliche Farben. Rot und Grün sind die traditionellen Weihnachtsfarben, die während der Feiertage die festliche Stimmung verkörpern. Ruf. Sie sind so lebendig und fröhlich und bringen sofort ein Gefühl von Wärme und Freude in jede Feier.
Ich liebe es, wie diese Farben zu Weihnachten überall zu finden sind, von der Dekoration über das Essen bis hin zum Geschenkpapier. Ja, es schafft wirklich eine magische Atmosphäre, insbesondere in Kombination mit funkelnden Lichtern und festlicher Musik. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich als Kind war, wenn die Dekorationen aufgehängt wurden. Es fühlte sich an wie ein Zeichen dafür, dass Weihnachten nahte. Mir geht es genauso. Diese Kindheitserinnerungen an Vorfreude und Freude machen die Jahreszeit noch spezieller. Ich finde es wunderbar, wie diese Traditionen weiterhin weitergegeben werden und der Geist von Weihnachten für neue Generationen lebendig bleibt. Auf jeden Fall. Es geht darum, bleibende Erinnerungen zu schaffen und die Zeit mit Familie und Freunden während der Feiertage zu genießen. Ich freue mich darauf, dieses Jahr in die festliche Stimmung einzutauchen und neue Erinnerungen voller Lachen und Liebe zu schaffen. Lektion 21. Nachhaltige Praktiken. Es ist eine gute Idee, im Voraus zu buchen, insbesondere während der Hochsaison im Sommer, wenn die Reisenachfrage sprunghaft ansteigt. Auf jeden Fall. Eine frühzeitige Planung kann Ihnen viel Stress ersparen und möglicherweise bessere Preise für Unterkünfte und Flüge sichern. Ja, und es ermöglicht uns auch, aus mehr Optionen auszuwählen und sicherzustellen, dass wir die perfekte Lösung für unsere Anforderungen und unser Budget finden. Ja, es ist von Vorteil, wenn alles im Voraus geregelt ist, damit wir unsere Zeit in der Ferne unbeschwert genießen können. Ich stimme vollkommen zu. Die Vorfreude auf eine Reise ist Teil der Aufregung und wenn diese Details geklärt sind, ist es noch schöner. Ja, außerdem haben wir so mehr Zeit, unser Reiseziel zu erkunden, was das Reiseerlebnis noch bereichernder macht. Ich freue mich schon darauf, unser nächstes Abenteuer zu planen. Schauen wir uns bald unsere Optionen an. Auf jeden Fall. Je früher wir starten, desto spannender wird unsere Reise und desto unvergesslicher werden die gemeinsamen Erinnerungen. Ich freue mich schon sehr darauf. Auf eine gut geplante Reise und viel Spaß. Lektion 22. Regenwaldökosysteme. Aufgrund der hohen Niederschlagsmenge ist dieses Gebiet mit dichter, üppiger Vegetation bedeckt, die eine wunderschöne und lebendige Umgebung schafft. Absolut. Der reichliche Regen fördert ein reiches Ökosystem, das eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt beherbergt und es zu einem Paradies für Naturliebhaber macht. Ja, ich finde es faszinierend, wie diese üppige Vegetation zur allgemeinen Umweltgesundheit beiträgt und die Luftqualität sowie die Artenvielfalt verbessert. Ja, es ist ein Beweis für die Bedeutung der Regenwälder und ihre entscheidende Rolle bei der Regulierung des Klimas und der Erhaltung der Tierwelt. Ich bin davon überzeugt, dass der Schutz dieser Gebiete für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung ist, damit sie die Schönheit und die Vorzüge der Natur genießen können. Auf jeden Fall. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen, um sich für Naturschutz und nachhaltige Praktiken einzusetzen. Ich freue mich darauf, diese Gegend weiter zu erkunden. Lass uns eine Wanderung planen, um die atemberaubenden Landschaften und vielfältigen Ökosysteme voll und ganz zu genießen. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, in die Natur einzutauchen und die Schönheit zu erleben, die der Regen hervorbringt. Ja, wir möchten unsere Natur wertschätzen und schützen und gleichzeitig all ihre Wunder genießen. Lektion 23. Reisepläne und Sehenswürdigkeiten. Das ist ein kluger Schachzug. Gibt es bestimmte Attraktionen oder Aktivitäten, die du während unserer Reise unternehmen möchtest? Ich möchte mir unbedingt die historischen Städten vor Ort ansehen.
Es kann so bereichernd sein, etwas über die Kultur und Geschichte eines Ortes zu lernen. Das klingt super. Ich interessiere mich auch für Naturpfade und Parks. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die natürliche Schönheit der Gegend zu erleben. Ja, und wir können einige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren genießen, was eine tolle Möglichkeit wäre, auf Reisen aktiv zu bleiben. Absolut. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann unser Abenteuer bereichern und uns helfen, mehr mit den Einheimischen zu interagieren. Ja, jedes Erlebnis verleiht unserer Reisegeschichte Tiefe und schafft unvergessliche gemeinsame Erinnerungen. Ich denke, wir sollten uns auch Zeit nehmen, um in einem Café oder Restaurant vor Ort zu entspannen und die lokale Küche wirklich zu genießen. Das ist eine fantastische Idee. Das Erleben der lokalen Gastronomie-Szene kann ein Höhepunkt jeder Reise sein. Ich freue mich schon darauf, diese Reise zu planen. Lasst uns ein paar Ideen sammeln und die beste Reisezeit herausfinden. Ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu beginnen. Lektion 24: Kultureller Reichtum. Wissen Sie, wenn wir über die Kathedralen Großbritanniens sprechen, ist es faszinierend, wie sie zusammen mit unserer Literatur und Sprache vom kulturellen Reichtum des Landes zeugen. Zuruf. Jede Kathedrale besticht nicht nur durch ihre beeindruckende Architektur, sondern erzählt auch Geschichten aus Geschichte, Kunst und Glauben, die die Gemeinde über Jahrhunderte geprägt haben. Ja, und man spürt deutlich die Hingabe und das handwerkliche Können, die in den Bau dieser großartigen Bauwerke geflossen sind, deren Fertigstellung oft Jahrzehnte dauerte. Ich stimme zu. Es ist beeindruckend, wie diese Kathedralen die Zeit überdauert haben und sowohl als Gotteshäuser als auch als kulturelle Wahrzeichen dienen. Genau. Wenn wir sie besuchen, können wir nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre historische Bedeutung für Großbritannien würdigen. Ich liebe diese Verbindung zwischen den physischen Strukturen und den Geschichten, die sie repräsentieren. Bei jedem Besuch fühlt es sich an, als würde man in die Vergangenheit zurückreisen. Absolut. Und wenn wir Literatur lesen, die sich auf diese Kathedralen bezieht, vertieft das unser Verständnis für den kulturellen Kontext, in dem die Autoren schrieben. Ja, es ist ein reiches Netz aus Geschichte, Kunst und Spiritualität, das zum Erkunden und Nachdenken einlädt. Ich denke, wir sollten eine Reise planen, um einige dieser Kathedralen zu erkunden. Sie persönlich zu erleben, wäre wirklich bereichernd. Lektion 25: Gebäudestrukturen. Ich habe über die im Südwesten der USA verwendeten Baumethoden nachgedacht, insbesondere darüber, wie die Strukturen dort mit Holzpfählen an ihrem Platz gehalten werden. Das ist ein interessantes Thema. Es ist bemerkenswert, wie sich traditionelle Techniken wie diese an das einzigartige Klima und Gelände der Region angepasst haben. Ja, Holzstangen sorgen für Stabilität und Halt und werden häufig in verschiedenen Arten von Bauwerken wie Häusern und Unterkünften verwendet. Syluf. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Methoden sowohl die verfügbaren Materialien als auch die kulturellen Praktiken der dort lebenden Menschen widerspiegeln. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wie solche Techniken eine starke Verbindung zwischen den Bewohnern und ihrer Umgebung schaffen. Ja, und es unterstreicht auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit. Die Verwendung lokaler Ressourcen kann dazu beitragen, die Umweltauswirkungen des Bauens zu minimieren. Ich stimme voll und ganz zu. Durch Investitionen in traditionelle Bauweisen können sie das kulturelle Erbe bewahren und gleichzeitig an moderne Bedürfnisse anpassen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns mehr über diese Praktiken und ihren Einfluss auf die Identität der Gemeinden im Südwesten der USA erfahren. Ich bin begeistert. Mehr über diese Baumethoden zu erfahren, kann unser Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und ihrem Land vertiefen.
Lektion 26. Urlaubsfreude. Sie rennen aufgeregt die Treppe hinunter. Es ist eine große Freude, die Vorfreude in ihren Gesichtern zu sehen, wenn sie merken, dass viele Geschenke unter unserem Baum liegen. Ja, die Magie der Weihnachtszeit ist etwas ganz Besonderes und die Aufregung beim Auspacken der Geschenke bringt alle zusammen. Ich liebe es, wie der Geist des Schenkens eine so warme Atmosphäre schafft und die Feiertage zu einer Zeit macht, in der Familie und Freunde zusammenkommen. Ruf. Es sind diese kleinen Momente voller Lachen und Freude, die die Saison so unvergesslich machen. Und ich glaube, die Freude herauszufinden, was in jedem Geschenk steckt, kann ansteckend sein und jedem das Gefühl geben, wieder ein Kind zu sein. Ja, es ist erstaunlich, wie Feiertagstraditionen so viel Freude und Zusammengehörigkeit unter den Familienmitgliedern hervorrufen können. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Momente wertzuschätzen. Sie erinnern uns daran, was wirklich zählt, Liebe und Verbundenheit. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns diese schönen Momente mit der Kamera festhalten, damit wir uns auch in Zukunft gerne daran erinnern können. Das ist eine tolle Idee. Durch die Dokumentation dieser Feierlichkeiten können wir die Freude und Nostalgie der Feiertage wieder aufleben lassen. Lektion 27. Umweltfreundliche Entscheidungen. Auf jeden Fall. Außerdem ist es gut für die Pflanzen und die Umwelt, wenn möglich nachhaltige Methoden zu wählen. Ich stimme voll und ganz zu. Umweltfreundliche Entscheidungen können sich positiv auf unsere Gesundheit und das Wohlergehen des Planeten auswirken. Genau. Beispielsweise können organische Düngemittel und natürliche Schädlingsbekämpfungsmethoden dazu beitragen, die Gesundheit unserer Gärten zu erhalten. Ja, und diese Praktiken kommen nicht nur den Pflanzen zugute, sondern schützen auch nützliche Insekten und fördern die Artenvielfalt im Ökosystem. Ich bin davon überzeugt, dass die Förderung einer gesunden Umwelt auf lange Sicht zu besseren Erträgen und lebendigeren Gärten führen kann. Ruf. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu schaffen, das sowohl unsere Gartenarbeit als auch die heimische Tierwelt unterstützt. Ich freue mich darauf, in meinem eigenen Garten nachhaltigere Praktiken umzusetzen. Es ist ein lohnendes Gefühl, einen positiven Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Das ist eine tolle Einstellung. Lasst uns Tipps und Ideen austauschen, wie wir beide unsere Gärten nachhaltig verschönern können. Das würde mich freuen. Gemeinsam können wir schöne Räume schaffen, die nicht nur angenehm sind, sondern auch der Umwelt gut tun. Lektion 28. Theateraufregung. Los geht's. Das Stück beginnt und ich spüre schon die Spannung in der Luft. Es wird eine fantastische Vorstellung. Ich kann es kaum erwarten. Die Vorfreude auf Live-Theater ist immer riesengroß. Die Energie des Publikums trägt zur Atmosphäre bei. Absolut. Es hat etwas Magisches, talentierten Schauspielern dabei zuzusehen, wie sie eine Geschichte direkt vor unseren Augen zum Leben erwecken. Ja, und ich bin gespannt, wie der Regisseur das Drehbuch interpretiert. Jede Produktion bietet eine einzigartige Wendung in der Erzählung. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Elemente, vom Bühnenbild bis zur Beleuchtung, das Gesamterlebnis beeinflussen können. Ich stimme zu. Ich liebe es, in die Welt einzutauchen, die sie erschaffen. Es ist, als würde ich für ein paar Stunden in eine andere Realität eintauchen. Und vergessen wir nicht die Musik und die Soundeffekte. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der Stimmung und der Untermalung der Geschichte. Ruf. Ich glaube, dass jedes Detail zur Magie des Theaters beiträgt und es zu einem umfassenden Erlebnis macht. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen.
Lassen Sie uns jeden Moment genießen und anschließend unsere Gedanken besprechen. Lektion 29: Arbeitsstress. Hi, ist dir aufgefallen, wie stressig die Arbeit in letzter Zeit ist? Es scheint, als ob jeder den Druck spürt. Ja, das habe ich. Die Arbeitsbelastung hat deutlich zugenommen und fordert von uns allen ihren Tribut. Genau. Ich denke, es ist wichtig, Wege zu finden, mit diesem Stress umzugehen, um unser Wohlbefinden und unsere Produktivität aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Pausen und Achtsamkeitsübungen können wirklich helfen, diesen Druck abzubauen. Ich stimme voll und ganz zu. Schon kurze Spaziergänge oder Entspannungstechniken können einen großen Unterschied im Umgang mit Stress machen. Ja, und es ist wichtig, dass wir uns in diesen arbeitsreichen Zeiten gegenseitig unterstützen. Ein wenig Ermutigung kann viel bewirken. Ich denke, wir sollten einige Teambuilding-Aktivitäten planen, damit alle abschalten und wieder Kontakte knüpfen können. Das ist eine tolle Idee. Ein positives Arbeitsumfeld kann die Moral stärken und die Zusammenarbeit fördern. Ich bin gespannt, wie wir diese Änderungen umsetzen können. Sie werden unseren Arbeitsplatz deutlich angenehmer machen. Lektion 30: Hobbys und Interessen. Hi, hast du irgendwelche Hobbys oder Interessen, denen du außerhalb der Arbeit leidenschaftlich nachgehst? Ja, ich male und spiele gern Klavier. Beide Aktivitäten ermöglichen es mir, mich kreativ auszudrücken und zu entspannen. Das klingt wunderbar. Ich habe schon immer Menschen bewundert, die Kunst schaffen können. Es muss erfüllend sein, zu sehen, wie die eigenen Ideen zum Leben erweckt werden. Das ist es wirklich. Es hat etwas Magisches, eine leere Leinwand zu nehmen und sie in etwas Bedeutungsvolles zu verwandeln. Das kann ich mir vorstellen. Und Klavierspielen ist bestimmt auch eine tolle Möglichkeit, Emotionen durch Musik zu kanalisieren. Fluent. Ich liebe es, die Musik Gefühle vermitteln kann, die Worte manchmal nicht vermitteln können. Das macht sie zu einer kraftvollen Ausdrucksform. Ich würde gerne einmal einige ihrer Kunstwerke sehen oder sie spielen hören. Das muss ein unglaubliches Erlebnis sein. Ich teile es gerne. Lass uns einen Tag planen, an dem ich dir meine neuesten Gemälde zeigen und ein paar Lieder für dich spielen kann. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich kann es kaum erwarten, in deine kreative Welt einzutauchen und deine Talente zu würdigen.